Velvet wird auf Trab zu Get Gas, der Auto-Podcast. Wieso denn, Dancer? Na, heute geht's um den Ford Mustang und wie man den aus Amerika importiert. Da hast du schlecht zugehört, Dancer. Es geht nämlich um die amerikanischen Pferde. Die Mustangs. Ah, die kenne ich. Die fahren zum Messen nicht wie ich mit einem popligen Anhänger. Die fliegen immer Business Class. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den 3 Welchis. Einen echten Mustang? Nicht in der Garage, nein, bei sich daheim im Offenstall? Alles ist möglich. Dafür sorgt Fabienne Schumacher von der Mustang Heritage Germany, die Wildpferde aus den USA nach Europa importieren. Wozu das alles? Dazu mehr in dieser Auf Trab Podcast-Folge. Hallo Fabienne. Herzlich willkommen auf Trab. Du bist ja selber Besitzer von mehreren Mustangs. Vielleicht erzählst mal kurz, wie du dazu gekommen bist. Ja, also ich habe angefangen wann war das? 2018 habe ich rausgefunden, hey, es gibt ja Mustangs, und dann dachte ich mir, ist da jetzt wirklich was dran oder ist es wieder so ein Online-Ding, wo man jetzt versucht, wieder irgendwie Follower zu kriegen? Und habe angefangen, tatsächlich in Amerika zu recherchieren und mich da ein bisschen reinzulesen und bin recht schnell so in diese Mustang-Bubble reingerutscht. Ach cool, ist ja Wahnsinn, und auch was du mit den Tieren machen kannst. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Ich habe dann irgendwann auch mit Leuten in Auffangstationen Kontakt aufgenommen. Also es ging dann relativ schnell. Mhm. Und dann habe ich mir, wann war das? 2020 habe ich dann beschlossen, ich adoptiere direkt eine Stute aus der Auffangstation raus. Ich muss ja quasi immer ein Jahr warten, bis wir fliegen dürfen, weil erst dann hat man ja die Betriebsurkunde. Yeah. Und habe sie dann das ganze Jahr quasi bei meiner Trainerin durchs Jahr begleitet, durchs Training begleitet und habe sie dann 2021 importiert. Habe mir dann, als ich die Flugvorbereitung gemacht habe, überlegt, ja, eigentlich könnte ich ja auch noch für andere Leute die Pferde importieren, wenn die sich nicht trauen, selber zu machen. Und das war tatsächlich so die Grundidee. Und dann habe ich im Herbst 2021 meine Vermittlung quasi gegründet. Du hast nicht in Deutschland schon wen gekannt, der Mustangs hat, und hast gedacht, das würdest du auch gern machen? Nee, also ich habe tatsächlich, alles hat angefangen, dass ich angefangen habe zu recherchieren und mich da reinzulesen. Und erst dann habe ich eigentlich quasi Kontakt mit Leuten aufgenommen, die dann schon einen Mustang hatten. Wieso Mustang? Was ist da für dich die besondere Faszination? Es gibt ja auch ausgewilderte Andalusier, und dann gibt's die Konigpferde in Polen, dann gibt's die Dartmouth-Pferde in Großbritannien, und ihr in Deutschland habt ja auch ein bisschen so halbwilde, aber mehr gezüchtete Dülmner-Pferde. Wie bist du auf Mustangs gekommen, oder was ist da die besondere Faszination für dich? Ich sag mal so, man merkt den Unterschied, wenn man mit mir arbeitet. Also es ist ein Riesenunterschied, ob wir jetzt auf, ich sage jetzt mal, regulierten Flächen den Menschen immer wieder mal sehen oder immer wieder Berührungspunkte haben, wie wenn so ein Tier wirklich 6 Jahre von den Menschen unberührt, nie einen Menschen gesehen, eingefangen wird und quasi 0 Berührungspunkte hat. Die Pferde sind komplett voreingenommen. Mhm. Du fängst quasi von 0 an, und diese Pferde sind seit Jahrzehnten gewohnt, sich anzupassen, sich weiterzuentwickeln und quasi aus allem so das Beste rauszuziehen. Und das ist ein ganz anderer Faktor, wenn diese Pferde sich freiwillig entschließen, sich anzuschließen, wenn die sagen, hey, ich öffne mich und hey, lass uns zusammen irgendwas machen. Vielleicht kannst du noch mal kurz die Geschichte der Mustangs erzählen. Also wo in den USA sind die denn überall zu Hause? Ja, so ein Mustangs ist ja recht weit umgreifend. Der Mustang, der Begriff an sich heißt ja lediglich Wildpferd oder wildes Pferd. Also es ist ja keine wirkliche Rasse oder nichts wirklich Geschütztes. Ich sage, die größte Population liegt in Nevada unten und ansonsten eher so den Süden und den Westen. Also ich sage so, im Osten hast du eigentlich keine wildlebenden Mustangs jetzt so von der Art. Dann muss man unterscheiden, was versteht man unter Mustang. Es gibt auch gewisse Reservate in Amerika, wo Pferde leben, die aber regelmäßig von Menschen besucht werden und quasi kontrolliert werden. Genauso wie die, ich glaube, Nakota heißen die. Die sind halt nicht vom BLM, vom Bureau of Land Management, werden die halt nicht verwaltet.
Das heißt, ich zum Beispiel vermittle lediglich Mustangs, die ein Brandzeichen haben, die alle übers BLM gelaufen sind. Also BLM ist eben der Kurzbegriff für Bureau of Land Management. Das ist die Behörde, die die Mustangs in Amerika verwaltet. Die haben also quasi diese ganzen öffentlichen Ländereien, die dem Staat gehören und dem Land gehören, verwalten die. Und jedes Mal, wenn ein Pferd eingefangen wird und quasi dann wird gecheckt, hey, wie alt bist du, woher kommst du, wie groß bist du, bla bla bla. Und das steht quasi alles dann in dem Brand drin, den die am Hals tragen. Wie kommt es dazu, dass es so viele Wildpferde in Amerika gibt? Oh ja, da gibt es verschiedene Theorien. Ich sage, so ganz 100% kann man es nicht sagen. Ich sage, es sind mit Sicherheit mittlerweile viele auch Hauspferde, die da einfach freigelassen wurden, wo sich keiner mehr drum gekümmert hat, die dann eine Zeit lang da mitgelaufen sind. Soweit ich weiß, sind es auch viele Indianerpferde von damals oder eben Pferde, die damals benutzt wurden zum, was weiß ich, Kutsche ziehen, zum Bauarbeiten leisten. Dann hat man irgendwann gesagt, okay, man braucht sie nicht mehr oder jetzt ist Krieg und wir tun sie alle nach draußen schmeißen. Also ich sehe es ja an den Mustangs, mit denen ich arbeite. Bei manchen kannst du die Rassen tatsächlich so ein bisschen rauserkennen, was so alles drinsteckt. Und je nach Herde, also je nach Gebiet, sind die auch vom Körpertyp oft komplett ihre eigene Struktur und ihr eigenes Aussehen. Also man kann zum Beispiel sagen, die Wyoming-Pferde sind eher vom kräftigeren Typ. Die Devil's Garden aus Kalifornien, die sehen oft aus so ein bisschen wie so ein Quarterverschnitt. Und jetzt die Oregon Horse Teams, die sehen eher aus wie so kleine Sportponys, wie so Welsh oder sowas. Also es ist schon ganz interessant, weil die Pferde sich halt wirklich 100% ihrer Vegetation und dem Ganzen anpassen. Und du genau die Unterschiede sehen kannst, selbst wenn die Herden quasi nebeneinander liegen. Du kannst genau sagen, wer von wo ist. Und jetzt haben wir das Problem ja, glaube ich, in Amerika, da gab es diese Gesetzesänderung 76 und 78. Und was ist dann passiert und wie ist es dann zu diesen Auffangstationen gekommen? Was machen die mit den Wildpferden dort? Naja, also ursprünglich durfte man Wildpferde schießen, sie sich selber einfangen und diesen ganzen quasi, ich sage jetzt mal, Mist im Hintergrund treiben. Und dann sind die unter Schutz gestellt worden. Da man aber ja nicht sagen kann, hey, wir lassen die alle da draußen rumrennen, bis sie verhungern und verdursten, was zu viele sind, hat man eben das Bureau of Land Management eingestellt, um zu starten, diese Herden quasi zu regulieren und in einem gewissen Rahmen zu halten. Also das sogenannte AML ist quasi die Populationsrate, was für ein Gebiet angesetzt ist. Und immer sobald es die überschreitet oder viel überschreitet, dann werden quasi wieder Pferde eingefangen. Weil es sind zu viele Pferde für zu wenig Land und das wächst halt nichts nach, das Wasser reicht nicht und alle sterben irgendwann und das ist dann halt auch keine Lösung. Das ist zum Beispiel so, das BLM, die Behörde darf selbst nicht einfach sagen, hey, wir fahren jetzt raus und sammeln ein paar Pferde ein. So. Also es ist ein riesiger bürokratischer Weg. Die gucken meistens Ende des Jahres, fahren die raus, checken quasi, wie viele Pferde sind ungefähr, man weiß es ja nicht auf die genaue Zahl, aber ungefähr, was sieht man, wie ist die Vegetation momentan und dann wird quasi beantragt, in den Gebieten, wo es sehr knapp ist oder wo es schwierig ist, dass man Pferde einfangen darf. Wenn es jetzt ein sogenanntes Emergency Gator ist, also quasi eine Notfallversammlung oder Notfallaufrundung, dann bedeutet es, dass die Pferde in so einem massiv schlechten Zustand sind, dass sie dringend eingefangen werden müssen. Und dann wird auch in der Regel während der Fohlenzeit das halbe Jahr lang tatsächlich LKW-weise Wasser rausgefahren, damit man diese Pferde überhaupt einfangen kann, weil die teilweise einen Bodyscore von 1 oder 2 haben. Und das halt, die wollen ja auch, dass die Pferde überleben, wenn sie eingefangen werden. So, und dann werden die ganzen Pferde quasi in einem Helikopter oft, also es gibt auch Futterfallen, aber sehr selten, mit dem Helikopter werden die in so große Gänge reingetrieben, wo es dann quasi in einem großen Pen endet. Und von dort aus werden sie dann in die LKWs verladen und in die Auffangstation gefahren. Also die Auffangstation kann man sich vorstellen, das ist wie riesige Paddocks. Also es ist alles eingezäunt mit riesenhohen Panels. Und also da gibt es jetzt keine Schattenstellen oder so, aber es sind halt, also jetzt die in Oregon zum Beispiel, die kann 600, 700 Tiere umfassen, was sie da reintun können und die müssen die ja auch sortieren. Also die werden nach Geschlecht sortiert, natürlich die Hengste von den Stuten weg, bis die kastriert sind. Und es wird auch oft Jährlinge werden getrennt und dann gibt es natürlich noch extra Pens für Stuten mit Fohlen.
Und wenn sie dann noch Platz haben, dann sortieren sie es auch in quasi alles, was unter 10 ist und alles, was über 10 ist. Weil alles, was über 10 ist, kann man direkt rauskaufen. Da braucht man dann nicht dieses sogenannte Adoptionsjahr. Das heißt, die stehen nicht mehr unter dem Schutz. Das heißt, man kann die rauskaufen und dann kann man machen, was man will mit denen. Und alles, was unter 10 Jahren alt ist, muss man quasi raus adoptieren. Und das muss dann ein Jahr lang warten. Deine Tiere, hast du die praktisch selbst ausgesucht oder haben sie dir ein Pferd zugeteilt oder hast du gar nicht gewusst, was du bekommst? Wie funktioniert das? Oder geht man dort hin und tut eine Weile sich die Pferde beobachten oder wie kann ich mir das vorstellen? Die haben leider nicht wirklich die Zeit, um sowas zu beantworten. Das heißt, man kriegt erst Rückmeldung, wenn man so eine Tag-Nummer hat. Also die tragen ja alle eine Nummer um den Hals. Ja. Und mit der kann ich dann anfragen, hey, was hat das Pferd für Fakten, was ist Alter, Größe, wie sieht es da aus? Und ansonsten kriegt man da auch nicht groß Antwort. Aber ist ja auch klar, die können ja nicht, was weiß ich, wie viele Mails beantworten. In der Regel schicke ich einen Fotograf hin, wenn ich aus der Auffangstation raushole. Die macht mir dann tausende Bilder, was ich ungefähr suche. Und die fotografiert dann alles einmal runter. Und ich sage dann, okay, an dem oder dem hätte ich Interesse. Dann kann ich eben diese Nummern einschicken ans BLM. Die kann mir dann Auskunft geben, was ist das für ein Pferd. Und dann kann ich halt sagen, ja oder nein und muss halt einen Trainer hinschicken, der es abholt. Sind die nur froh, wenn sie die Pferde loswerden oder gibt es eigentlich auch Kriterien an den Käufer und auch an die Haltung? Ja, also es gibt definitiv Anforderungen. Also wenn du jetzt ein wildes Pferd aus der Auffangstation holst, das kein Training hat, dann gibt es gewisse Zaunvorschriften, dann gibt es Haltungsvorschriften. Das heißt, du musst quasi eine komplette Application, also eine komplette Genehmigung oder ein komplettes Formular ausfüllen. Wie ist deine Location, wo das Pferd hinkommt? Wie ist was für eine Wasserart hast du? Also hast du einen Brunnen oder hast du einen Tank? Und was für Häufe du? Also es ist tatsächlich richtig Papierkram. Allerdings muss man sagen, bei so vielen Pferden kommen die halt auch nicht hinterher, das bei jedem jetzt zu überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Wer kauft denn eigentlich so Mustangs? Ich sage, es ist relativ weit gefächert. Also im Grundsatz sind natürlich alles irgendwie Mustang-Fans, weil keiner, der ein Fan von Mustang ist, gibt so viel Geld aus für nur ein Pferd ohne Abstammung. Ja. Aber es fächert sich relativ weit. Ich hatte schon Leute, die gesagt haben, sie haben die Schnauze voll von irgendwelchen Krankheiten, die durch Züchten oder was weiß ich was kommen, durch diese ständigen Huf- und Fußprobleme. Klar, Mustang kann auch mal was haben, aber ich sage, die sind genetisch einfach deutlich robuster und deutlich unanfälliger für sowas. Dann gibt es Leute, die sagen, hey, sie wollen aus dem Rettungsfaktor einfach Mustangs adoptieren, weil sie sagen, hey, sie wollen was Gutes tun, sie wollen was verändern für dieses eine Pferd. Also es gibt ganz wild gefächert, alles Mögliche hatte ich schon da. Ich hatte auch Leute, die gesagt haben, sie wollen halb wildes Pferd, wobei das ist immer schwierig. Ich sage immer, ich kann versuchen, es so wild wie möglich zu lassen. Allerdings bin ich auch niemand, der ein Pferd fliegt, das zu wenig Handling hat und dann Stress hat auf dem Flug. Das mache ich nicht. Also ich sage, die Mindestanforderungen sind Führen, Halftern, Anfassen und Verladen, weil ich sage, wenn das Pferd nicht richtig angefasst werden kann und es passiert was auf dem Flug, ich bin auch Flugbegleiterin, das ist nicht lustig und das ist nur Stress fürs Pferd und das muss einfach erfüllt sein. Apropos Stress fürs Pferd. Es gibt die und die Meinungen. Die einen sagen, na okay, lass doch die Wildpferde sein. Was argumentierst du dagegen? Also das Erste, was ich bringe, sind natürlich die Fakten und die sind nicht mal aktuell. Also die Zahlen, die ich jetzt raushaue, sind von vor 2 Jahren. Ja. Da hieß es ist klappt für Wildpferde da draußen auf den Flächen, also quasi damit die Fläche und die Pferde gesund bleiben, für 25.000 Tiere. Und die derzeitige Population dort war 99.000 Tiere draußen und es sind nur grobe Schätzungen, also man weiß es gar nicht auf Tier drauf. Und die verhungern, die verdursten und ja, in den Auffangstationen sind die immer recht gut genährt und recht moppelig teilweise, aber das liegt auch daran, dass die wahnsinnig gutes Heu bekommen und auch erst quasi zur Adoption frei sind, sobald sie wieder fit sind. Also es wird keiner rausgegeben, der jetzt 2 Tage lang eingefangen war. Die Pferde verhungern, die verdursten, die sterben, die brechen sich was, es kann nicht heilen. Das ist einfach keine Situation. Deswegen werden sie eingefangen. Und ja, dann könnte man sagen, dann lass die doch in Amerika oder lass die in den Auffangstationen. Naja, also die Auffangstationen sind auch schnell voll. Also es sind ja schon 50.000 Tiere in den Auffangstationen. Die können fast nichts mehr aufnehmen.
Und ich sage klar, es gibt ein mega das Netzwerk von Mustang-Leuten in Amerika, die sagen, hey, ich würde jederzeit wieder einen Mustang holen, bevor ich mir, was weiß ich, ein Quarter anschaffe. Aber es verpackt es halt nicht ganz. Es gibt trotzdem noch viele Amerikaner, die der Meinung sind, der Mustang ist wie eine Plage, der ist wie eine Heuschrecke, der muss da weg, der gehört abgeschafft. Es ist wirklich schwierig. Und ja, ich sage, was macht für einen Unterschied, ob die jetzt in Amerika sind oder in Deutschland? Ja klar, der Flug. Aber ich sage, so ein Transport von Spanien dauert deutlich länger. Über den Wolken. Also ich kann mir das mit dem Flug auch nicht vorstellen, aber es gibt natürlich Turnierpferde, die machen das fast täglich, also fliegen. Vielleicht müssen es nur einmal tun. Aber vielleicht bevor wir dann zum Finanziellen und zum Flug und so kommen, was ich wirklich toll finde bei eurer Organisation, dass das alles so transparent ist, auch die Kosten und so weiter, wollte ich noch fragen, also was passiert eigentlich mit den Mustangs, die keinen Käufer finden? Mustangs, die in den Auffangstationen nicht vermittelt werden, die gehen meistens nach etlichen Jahren in Long-Term Holdings, also das sind Langzeitauffangsstationen, da wird auch nichts mehr rausadoptiert, die verbringen dann da ihren restlichen Lebensabend und das macht man deswegen erst nach Jahren, weil die sind halt auch irgendwann voll und die haben halt auch bloß eine gewisse Kapazität. Die nehmen oft die Kranken, die Alten und halt die überhaupt nie ein Zuhause finden. Es gibt dann ein paar Pechvögel, die quasi von Auffangstation zu Auffangstation wandern und halt da so ihr Leben verbringen. Ich habe auch schon einen Wallach kennengelernt, der nach 9 Jahren Auffangstation zu einer Trainerin kam. Kommt halt auch vor. Aber ich sage, dem Dienst jetzt nicht schlecht. Lassen die sich leicht in eine Herde integrieren mit anderen Rassen? Also ich sage so, im Grundsatz ist eher das domestizierte Pferd am Ende das Problem. Also ich sage, ich kann meine Mustangs überall reinschmeißen. Das Einzige, was halt oft ein Thema ist, dass die Domestizierten sich halt nicht einkriegen und halt vom Herdenverhalten nicht ganz hinkriegen so. Also ich hole hier meine Mustangs vom Flughafen ab und ich packe die bei mir in die Herde. Das ist 2 Stunden lang wir probieren aus, wer wen schickt und dann ist das Thema erledigt und alle fressen zusammen an der Heuraufe. Offenstall ist natürlich ein Must-Have, oder? Für Mustangs. Ich sage, es kommt aufs Pferd drauf an und es kommt wirklich auf die Haltung am Ende drauf an. Ich sage, jeder Mensch, der Interesse hat an einem Mustang, wird sich ja schon irgendwie damit beschäftigt haben, dass jetzt 24/7-Box jetzt nicht die Lösung ist. Ich sage, in Boxenhaltung gebe ich auch nicht ab. Es sei denn, sagt jemand, keine Ahnung, er hat eine Paddock-Box und die kommen viel raus oder er macht dies und das und jenes. Und ich sage, es muss dann auch am Ende fürs Pferd passen. Es gibt Pferde, die können das und es gibt Pferde, die können es nicht. Und dann eine Frage zum Sozialverhalten und Körpersprache. Was kannst du da von den Mustangs lernen? Ist es anders, die Kommunikation? Ist die deiner Meinung nach anders wie mit gezüchteten Pferden bei uns? Ich sage ja. Also ich sage, sie sind deutlich sensibler, aber auch deutlich klarer in dem, was sie von sich geben. Also du hast deutlich mehr Kontakt und deutlich mehr Sprache zwischen den Einheiten, weil man einfach mehr in Kontakt steht. Sie fragen nach, passt es so, passt es nicht so? Sie bieten Dinge an oder wenn sie mal was nicht verstehen, dann probieren sie es so lange, bis sie es hinkriegen. Ich finde es deutlich einfacher, einen Mustang einzureiten, als ein domestiziertes Pferd. Weil die versuchen mitzudenken, die sagen, hey, komm, lass uns gemeinsam was tun. Und die reden mehr. Und du merkst mehr, wenn sie sich unwohl fühlen. Du merkst mehr, ich sehe meinen Pferden oft an, bevor sie das Buckeln anfangen, weil du das allein schon siehst, weil es allein schon eine halbe Stunde vorher kommunizieren, du, hey, mich kriegt da ein bisschen was. Also ich hatte noch nie einen, der mir im Gelände einfach durchgegangen ist, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, was war jetzt los? Sondern ich merke es, wenn die nervös werden. Die reden mit einem. Und die versuchen ja, einen zu verstehen. Die verstehen halt doch kein Deutsch. Ja, das macht nichts. Das versteht mein Welschkopf vielleicht auch nicht. Da gehen wir jetzt vielleicht mal wirklich ins Eingemachte. Wie gehe ich da vor? Also ich kann mit eurer Heritage in Deutschland Kontakt aufnehmen. Tut ihr das alles organisieren oder wie läuft es in der Praxis ab? Also es gibt Leute, die kommen zu mir und sagen, hey, sie haben schon ein Pferd oder hey, sie würden gern das Pferd haben. Dann gibt es Leute, die sagen, hey, ich habe Interesse an dem Pferd, was ich jetzt zum Beispiel vermittle. Und es gibt natürlich welche, die sagen, hey, das sind so meine Kriterien, ich habe jetzt noch nichts gefunden und dann gehe ich auf die Suche. Also es ist alles möglich.
sage, ich organisiere alles. Ich organisiere den Kauf beim Trainer, wenn es sein muss. Ich organisiere die Gesundheitspapiere, die sie brauchen nach Texas. In der Texas ist zum Beispiel meine Quarantäne. Dann organisiere ich die Quarantäne und den Flug. Und in der Regel holen die Leute dann ihr Pferd hier in Frankfurt am Main in der Animal Lounge selber ab. Also entweder selber oder per Transporteur. Das ist dann so das Einzige, was der Kunde wirklich selber machen muss. Und alles andere machen wir. Also quasi kann man sich zurücklehnen, fieserweise Geld bezahlen, die Rechnung bezahlen und dann kriegt man sein Pferd geliefert. Wo fliegt sie denn mit den Pferden ab? Denn ist das nonstop und werden die dann sediert und sind unten im Gepäckraum oder Spezialtransporte von der Lufthansa oder wie funktioniert das? Also sie sind leider ein bisschen größer wie so ein kleiner Koffer, sonst würde ich ihnen wahrscheinlich ein bisschen günstiger rüberziehen. Nee, die fliegen tatsächlich in riesigen Frachtmaschinen mit. Also das sind so große Container, da passen jeweils 3 Pferde rein, die können dann nebeneinander stehen, können auch Nase an Nase sich berühren und sich angucken, dass auch kein Pferd nervös wird oder das unangenehm wird. Und die werden dann quasi mit diesen Containern hoch in die Frachtmaschine reingeladen und stehen dann da quasi die 8-9 Stunden drauf und die Flugbegleiter bringen alle 2 Stunden Wasser. Auf der Webseite sind ja genau die Preise, also Flug muss man ungefähr 6.200 bis 6.700 rechnen, aber dann muss wo fliegen die denn ab? Die müssen ja dann davor auch schon mit LKWs oder irgendwie zum Flugplatz kommen. Genau, also die müssen tatsächlich vor dem Flug noch in Quarantäne gehen. Somit muss ich die hier in Deutschland nicht mehr in Quarantäne stellen, was mir einfach deutlich lieber ist. Ja. Und von dort aus werden die dann quasi an den Flughafen gefahren. Also ich habe 2 Locations, von denen ich fliege. Das meiste fliege ich von Houston raus. Und da ist weiter unten in Texas ist die Quarantäne. Also wir fahren von Quarantäne zum Flughafen 5 Stunden. Und dann werden die da nochmal 3 Stunden aufgestaltet. Dann kommt das Veterinäramt, guckt sich nochmal die Pferde an, sieht die Chips nochmal aus und dann dürfen wir quasi verladen und aufs Rollfeld und die Pferde ins Flugzeug einpacken. Also die Hauptflüge sind von Houston, Texas. Und dann hast du eben vorhin schon mehrmals vom Training geredet. Also wie du gesagt hast, man nimmt sie nicht gleich mit. Die sind da dann 1 Jahr, hast du gesagt, ungefähr oder mindestens. Und da gibt es jemand, der sie trainiert, nehme ich an. Das sind diese monatlichen Trainingsgebühren von 500 bis 800 $, oder? Das ist Euro. Nicht alle Pferde müssen ins Adoptionsjahr. Ich übernehme quasi oder ich vermittle auch viele, die dieses Jahr schon durchhaben oder vom Trainer oder von Privatleuten sind. Dann ist es einfach einfacher, dann muss man nicht 1 Jahr lang zahlen. Wenn man natürlich einen direkt aus der Aufwärtsstation holt, dann muss man 1 Jahr lang warten und das Training bezahlen. Und wo jetzt der Trainer ist, das gibt nicht nur einen Standort, weil die Mustangs sind ja auch durchs ganze Land verteilt. Ich habe mehrere Locations an mehreren Standorten. Deswegen variiert auch der Trainingspreis, weil jeder Trainer hat auch so seine eigene Preisliste quasi, was es umfasst, was kostet Pension und was kostet Training. Der Preis selber ist ja wirklich nicht hoch für ein Pferd, 125 bis 3.500 $. Das ist damit kommen die wahrscheinlich gerade nicht mal mit den Futterkosten weg, aber man will die halt in gute Hände haben oder man möchte die praktisch unterbringen, oder? Ja, gut, also die 125 $, das ist quasi der Adoptionspreis, wenn man sie aus der Auffangstation holt. Das heißt, man bekommt dann ein Wildpferd, das aber schon halfterführig ist und so den wesentlichen Umgang wie Hufe auskratzen, Hufschmied und sowas kennt. Genau, also ich sage, alles, was von mir importiert wird, was zu Kunden geht, kann mindestens das Fohlen-ABC, dass die quasi safe handelbar sind, weil ich sage, ich gehe da kein Risiko ein. Es gibt manchmal Mustangs, die wissen noch nicht genau, wie man Hufe gibt, aber das wird dann einfach auch kommuniziert und ist ja dann auch kein Thema. Das weiß ja dann der Kunde auch vorher. Oder er muss es einfach noch irgendwo in den Formen stellen. Klar, ich habe auch schon gerittene Mustangs importiert. Klar, wenn die Trainer oder wenn die Vorbesitzer da schon viel mehr Arbeit reingesteckt haben, dann sind die schon deutlich weiter. Da ist es quasi wie ein entspanntes domestiziertes und dann muss man sich da auch kein Thema mehr machen. Also ich fliege gefühlt alles. Okay. Wenn man das alles so zusammen jetzt überschlagmäßig, muss man halt so ungefähr 12.000 € rechnen oder 12.000, 13.000 €, sowas in der Größenordnung. Ja, ich sage momentan so ab 11 aufwärts. Ich sage, wenn man einen für 11 kriegt, dann darf man jetzt nicht so große Ansprüche haben. Ja.
Aber ja, momentan ist alles ab 11 aufwärts. Mhm. Wegen Preis kauft man sich auch kein Wildpferd oder kein Mustang. Ja. Was hast du denn persönlich für dich von Mustangs vor allen Dingen gelernt? Schwierig zu sagen, tatsächlich einfach alles. Als ich meinen ersten Mustang gekriegt habe, war ich 19, war der Meinung, hey, ich kenne die ganze Welt und ich weiß alles. Dann stand diese Stute vor mir und hat gesagt, du hast gar keinen Plan, vielen Dank fürs Gespräch. Und das Erste, was ich lernen musste, war zuzuhören. Und danach hat sich alles von selber entwickelt. Mhm. Man hat einfach kommuniziert, man hat nachgefragt, hey, darf ich dies, darf ich das, darf ich jenes. Also es war so ein gemeinsames Voneinander lernen. Aber dazu braucht man halt auch Geduld und auch den Willen zuzuhören. Gibt es eigentlich irgendein Buch, das du empfiehlst, um sich da ein bisschen rein zu vertiefen? Schaut euch Videos oder Ähnliches auf YouTube an oder überall, wo diese Leute in Amerika ihre Extreme Mustang Makeover Pferde trainiert haben. Da sieht man so viele Ausschnitte und so viel von quasi Tag 0 bis Tag 100, diese Veränderungen, die sie mitmachen und auch teilweise die schwierigen Pferde und alles wird da gezeigt und ich finde, das ist so wertvoll, dazu zu schauen, weil ich sage, davon lernt man am meisten. Ich sage danke, Fabienne, für die spannenden Einblicke und wir sehen uns ja bald schon wieder in Wiener Neustadt auf der Apropos Pferd vom 5. bis 8. Oktober. Ich nehme an, du lässt eure Mustangs zu Hause oder hast du auch Mustangs dabei? Was kann man da erwarten von dir? Tatsächlich wird es recht spannend, weil ich muss sagen, das wird unsere erste Messe mit Pferden. Da bin ich sehr stolz drauf und tatsächlich auch ein bisschen nervös, also nicht nur ein bisschen. Ich bringe 2 meiner Mustangs mit. Der eine gehört schon seit 4 Jahren zur Familie und eine Stute, die ich seit Dezember da habe. Und ob ich reite, weiß ich noch nicht, aber ich sage, ich versuche so ein bisschen die Mustangs näher zu bringen und so ein bisschen zu erklären, wie sie funktionieren oder wie sie verstehen und lernen. Und werde, glaube ich, jeden Nachmittag habe ich eine Vorführung, wo ich ein bisschen was über Mustangs erzähle. Dann sehen wir uns in Wiener Neustadt. Ja, ich schaue mal vorbei, ganz sicher. Alles Gute, Fabienne, bis dahin. Tschüss. Danke, dir auch. Ciao. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag.